Das schöne Wort des Friedens der großen Männer, Teil 1. 1. Mahatma Gandhi: Frieden ist nicht die Abwesenheit von Krieg, sondern die Gegenwart von Gerechtigkeit. Gandhis Zitat bezieht sich auf zwei wichtige Aspekte des Friedens. Erstens, Frieden ist nicht einfach die Abwesenheit von Krieg. Es ist auch das Vorhandensein von Gerechtigkeit, was bedeutet, dass jeder Anspruch auf gleiche Rechte und gleiche Behandlung hat. Zweitens betonte Gandhi, dass Frieden nicht durch Gewalt erreicht werden kann. Sie kann nur mit Verständnis, Mitgefühl und den gemeinsamen Anstrengungen aller erreicht werden. Frieden ist nicht nur ein Zustand, sondern auch ein Prozess. Sie muss von jedem Einzelnen und jeder Gemeinschaft gehegt und gepflegt werden. Um echten Frieden zu erreichen, müssen wir die Ursachen von Konflikten angehen, darunter Ungerechtigkeit, Ungleichheit und Ignoranz. 2. Martin Luther King Jr.: Wir können Frieden nicht mit Gewalt erreichen. Frieden kann nur durch Frieden erreicht werden. Das Zitat von Martin Luther King Jr. bekräftigt die Bedeutung gewaltfreier Methoden für die Erreichung des Friedens. Er argumentierte, dass Gewalt nur zu mehr Gewalt führe und das Problem nicht lösen könne. Stattdessen müssen wir friedliche Methoden wie Dialog, Verhandlungen und Kompromisse anwenden, um Konflikte zu lösen und Frieden zu schaffen. Gewaltfreie Methoden haben sich in vielen Kämpfen für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt als wirksam erwiesen. Zum Beispiel nutzte Mahatma Gandhi gewaltfreie Methoden, um Indien in die Unabhängigkeit von Großbritannien zu führen. 3. Nelson Mandela: Frieden ist nicht nur ein Ziel, sondern auch ein Mittel. Es ist das einzige Mittel, um das Ziel der Gerechtigkeit zu erreichen. Das Zitat von Nelson Mandela betont die Rolle des Friedens bei der Erreichung von Gerechtigkeit. Er argumentierte, dass Frieden nicht nur ein Ziel, sondern auch ein Mittel ist, um das Ziel der Gerechtigkeit zu erreichen. Wenn wir Frieden haben, können wir uns darauf konzentrieren, Ungerechtigkeit zu bekämpfen und eine gerechte Gesellschaft für alle aufzubauen. Gerechtigkeit ist eine wichtige Grundlage des Friedens. Wenn Menschen fair behandelt werden, ist es weniger wahrscheinlich, dass sie Gewalt anwenden, um ihre Ziele zu erreichen. 4. Albert Einstein: Krieg löst nichts. Das schafft nur neue Probleme. Albert Einsteins Zitat ist ein Weckruf für die verheerenden Folgen eines Krieges. Er argumentierte, dass Krieg niemals die Lösung für irgendein Problem sei. Sie führt nur zu Verlust, Leid und Hass und schafft neue und noch komplexere Probleme. Krieg kann schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Sie kann zu Tod, Zerstörung, Vertreibung der Bevölkerung und Umweltverschmutzung führen. 5. Eleanor Roosevelt: Frieden beginnt mit einem Lächeln. Das Zitat von Eleanor Roosevelt zeigt, dass Frieden mit kleinen Taten beginnen kann, so einfach wie einem Lächeln. Lächeln kann helfen, Barrieren abzubauen, Wohlwollen aufzubauen und Menschen miteinander zu verbinden. Wenn wir einander mit Mitgefühl und Respekt begegnen, tragen wir zum Aufbau einer friedlichen Welt bei. Ein Lächeln ist ein Ausdruck von Freundlichkeit und Wohlwollen. Es kann helfen, Stress abzubauen und eine positive Atmosphäre zu schaffen. 6. Dalai Lama: Wahres Glück kommt von innen. Es kommt aus innerem Frieden und Mitgefühl. Der Dalai Lama sagt, dass wahres Glück nicht von außen, sondern von innen kommt. Es kommt von innerem Frieden und Mitgefühl. Wenn wir einen friedlichen Geist haben und wissen, wie wir andere lieben und mit ihnen teilen können, werden wir wahres Glück empfinden. Glück ist ein mentaler Zustand. Es hängt nicht von äußeren Bedingungen ab, sondern davon, wie wir das Leben sehen. 7. Mutter Teresa: Der Friede beginnt mit dem Gebet. Wenn wir für den Frieden beten, beten wir für eine Veränderung in den Herzen der Menschen. Das Zitat von Mutter Teresa zeigt, wie wichtig das Gebet für den Aufbau des Friedens ist. Das Gebet hilft uns, uns mit uns selbst, mit anderen und mit einer höheren Kraft zu verbinden.
Wenn wir für den Frieden beten, beten wir für eine Veränderung in den Herzen der Menschen, damit die Menschen einander mehr lieben und vergeben können. Das Gebet kann uns helfen, Freundlichkeit und Seelenfrieden zu entwickeln. Es kann uns auch helfen, uns mit anderen zu verbinden und eine bessere Welt zu schaffen. 8. Leo Tolstoi: Glück ist der Sinn und Zweck des Lebens, der ganze Ehrgeiz des Menschen. Das Zitat von Leo Tolstoi besagt, dass Glück der höchste Sinn des Lebens ist. Der Mensch ist immer auf Glück ausgerichtet und das ist der Grund für all unser Handeln. Wenn wir glücklich sind, werden wir uns erfüllt und zufrieden mit dem Leben fühlen. Glück ist ein emotionaler Zustand, den sich der Mensch schon immer gewünscht hat. Es ist das Gefühl von Freude, Zufriedenheit und Zufriedenheit mit dem Leben. 9. Konfuzius: Wähle die Arbeit, die du liebst. Du wirst keinen Tag in deinem Leben arbeiten müssen. Das Zitat von Konfuzius zeigt, wie wichtig es ist, Freude an der Arbeit zu finden. Wenn wir das tun, was wir lieben, fühlen wir uns aufgeregt und haben nicht das Gefühl, dass wir arbeiten. Dies hilft uns, eine hohe Effizienz bei der Arbeit zu erreichen und trägt auch zu unserer Zufriedenheit bei. Das zu tun, was wir lieben, hilft uns, uns selbst treu zu bleiben und unser Potenzial auszuschöpfen. 10. Konfuzius: Unsere Einstellung bestimmt unser Leben. Das Zitat von Konfuzius zeigt, wie wichtig die Einstellung im Leben ist. Eine positive Einstellung hilft uns, alle Schwierigkeiten und Herausforderungen zu überwinden, Erfolg und Glück zu erreichen. Im Gegenteil, negative Einstellungen machen es uns leicht, Schwierigkeiten zu erliegen und unsere Ziele nicht zu erreichen. Haltung ist die Art und Weise, wie wir die Dinge um uns herum sehen und darauf reagieren. Es kann unsere Gedanken, Gefühle und unser Verhalten beeinflussen. Allgemeine Schlussfolgerungen. Das obige Zitat hält den Wert von Frieden und Glück aufrecht. Frieden gilt als jedermanns Wunsch, als notwendige Bedingung für Glück. Glück gilt als das ultimative Ziel des Lebens, ein Zustand der Fülle, wenn Menschen inneren Frieden und Mitgefühl erlangen. Um Frieden und Glück zu erreichen, brauchen wir: Erstes, bemühen Sie sich, Freundlichkeit und Verständnis füreinander zu entwickeln. 2. Befassen Sie sich mit den Ursachen von Konflikten, einschließlich Ungerechtigkeit, Ungleichheit und Ignoranz. 3. Verwenden Sie friedliche Methoden, um Konflikte zu lösen. 4. Fördern Sie die Freude an der Arbeit und am Leben. 5. Habe eine positive und optimistische Einstellung. Frieden und Glück sind edle Werte, nach denen die Menschen immer streben. Reichen wir uns die Hände, um eine Welt des Friedens und des Glücks für alle zu schaffen.